Mein Name ist Mona und ich bin an beiden Ohren Cochlea implantiert. Ich habe seit meiner Kindheit eine Hörbehinderung. Zuerst waren es nur Hörgeräte, aber dann erlitt ich an einen starken Hörverlust. Ein Implantat war meine einzige Möglichkeit, das Hören wiederzuerlangen. Ich lebe irgendwie parallel zwischen zwei Welten. Ich bin gehörlos, aber auch hörend. Es hat unglaublich lange gedauert, bis ich die Balance zwischen diesen beiden Welten gefunden habe. Es war überhaupt nicht einfach. Inzwischen habe ich eine sehr komplexe, aber auch wunderschöne Beziehung zu meiner Gehörlosigkeit. Seit ich ein Kind war, habe ich ein Hörgerät oder ein CI getragen. Ich habe immer ein Gerät hinter meinem Ohr gehabt. Mein Ohr war nie frei. Mir wurde gesagt, dass ich für immer einen Audioprozessor hinter meinem Ohr haben würde. Aber dann kam tatsächlich irgendwann eine Überraschung. Ich gehe zum Med-El Care Center, weil ich bekomme mein neues CI. Ich bin schon etwas aufgeregt. Hi. Hi, ist die Eva da? Ja, sie ist in ihrem Raum. Danke. Gerne. Hallo. Hey, hallo. Hi. Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Setz dich. Na, freust du dich schon auf deine Rondo 3? Ja, total. Ich freue mich echt darauf. Ist aufregend, ne? Ja, ich bin total aufgeregt. Ich weiß gar nicht, was auf mich zukommen wird. Ja, es wird wahrscheinlich ein bisschen anders sein. Aber es wird schon okay sein. Ja, da gewöhnst du dich dran. Ja, glaube ich auch. Mein Name ist Eva Bayer. Ich bin Service and Care Specialist und ich bin seit 3 Jahren bei der Firma Med-El. Ich habe Mona kennengelernt, als sie ein Ersatzteil benötigt hat für ihren Sonett-Prozessor. Und wir sind ganz schnell ins Gespräch gekommen und ich war sehr erstaunt und überrascht, als sie mir erzählt hat, dass sie niemandem in ihrem Berliner Umfeld gesagt hat, dass sie Cochlea-Implantate trägt. Das hat mich sehr beeindruckt. Ein Cochlea-Implantat ist eine Prothese eines Sinnesorgans letztendlich, die dann zum Gelten oder zum Wirken kommt, wenn das normale Hörgerät nicht mehr funktioniert. Ab dann ist im Prinzip der nächste Schritt gegeben und man muss schauen, dass man, wenn die Hörzellen oder die Haarzellen im Innenohr nicht mehr funktionieren, den Hörnerv mit einem Implantat direkt elektrisch stimuliert. Um mit dem Cochlea-Implantat zu hören, brauche ich natürlich das Implantat im Kopf und ich brauche auch außen am Kopf einen Prozessor. Das hier ist der Rondo 3 Prozessor, das ist ein Button- oder Single-Unit-Prozessor. Button heißt Knopf, das heißt, er sitzt außen wie ein Knopf über meinem Implantat, nimmt die Geräusche und die Sprache auf und versorgt das Implantat im Kopf mit akustischen Informationen. Das alternative Modell hierzu ist der Sonett 2 Prozessor. Sie sehen, der sieht ganz anders aus. Er hängt über der Ohrmuschel. Hier oben sind die Mikrofone platziert und gibt die Information durch die Magnetspule weiter an das Implantat. Ja, das CI selbst, das Cochlea-Implantat, das sehen wir hier. Das ist im Prinzip, wenn man sich das anschaut, das Implantat selbst liegt unter der Haut in der Nähe von dem Ohr, quasi im Bereich des Hinterkopfes. Es empfängt über eine Empfangsspule selbst die Signale von einem äußeren Teil, das kann man vielleicht hier schon mal sehen,
was magnetisch über der Haut hält. Die Haut ist intakt und die Signale werden weiter vermittelt, gelangen quasi in diesen ganz feinen Teil hier unten, in die Elektrode selbst, die quasi in dem schneckenförmigen Innenohr einliegt. Und diese kleinen Kontakte, die man jetzt hier letztlich sehr schwer mit bloßem Auge erkennen kann, die stimulieren in dem Innenohr selbst den Hörnerv und dadurch kommt es eben zu einer Hörwahrnehmung. It starts with the idea, which you develop into a script, and then you start based on that script. Für Menschen, die schon lange mit einem Cochlea-Implantat versorgt sind, ist der Umstieg zum Rondo-3-Prozessor eine große Umgewöhnung, denn zum ersten Mal seit der Versorgung mit dem CI ist ihre Ohrmuschel frei. Der Rondo 3 ist einfacher in der Bedienung und schränkt im Alltag weniger ein. Man merkt auch schon den Unterschied, also von wo der Ton kommt. Ja, genau. Ja, Die nahe Zukunft liegt eigentlich darin, das CI so wenig sichtbar wie möglich zu machen. Das heißt, wir möchten eigentlich das ganze Implantat auch mit den ganzen externen Komponenten unter die Haut bringen, sodass man eigentlich von außen nichts mehr davon sehen kann. Und die Zukunft ist bereits mittendrin. Wir sind schon dabei, Prototypen dieser Produkte einzusetzen. Ich hoffe, dass die positive Entwicklung weitergeht in Richtung Akzeptanz und Toleranz gegenüber Menschen, die anders sind, dass Offenheit, Kommunikation und Dialog stattfindet. Das wünsche ich mir. Ich weiß nicht, was die Zukunft für mich bereithält. Ich weiß nicht, wie weit sich die Technik weiterentwickeln kann und was sich verändern wird. Ich weiß jedoch, dass ich unabhängig von den neu entwickelten Cochlea-Designs und Verbesserungen meine Behinderung nicht länger verstecken möchte. Egal wie klein oder groß das Implantat ist, ich möchte es mit der Welt teilen. Denn es ist etwas Schönes. Es ist ein Teil von mir.